Guten Tag, liebe Zuschauer und Fans von PS Speicher TV. Wir melden uns heute wieder aus der schönen Umgebung von Einbeck mit einem weiteren Motorrad aus dem PS Depot Motorrad, einer Moto Guzzi. Das ist nun die zweite Moto Guzzi Folge, die wir drehen. Auch diese Maschine ist im PS Depot Motorrad zu Hause und es handelt sich um eine Moto Guzzi 1000S aus den 80er Jahren. Und ich habe meinen Motorradfreund und ehrenaktiven Thorsten mitgebracht. Thorsten lebt hier in der Region, ist auch routinierter Motorradfahrer und schwärmt sehr für die Marke Moto Guzzi, weiß über diese Motorräder mehr als ich und kann uns beredt wunderbar Auskunft geben. Ja, die Maschine vor uns ist von 1991 und nun könnte man ja denken, eigenartig, die sieht aus wie aus den 70er Jahren. Und genauso ist es auch, es ist praktisch ein Retro-Motorrad, hiermit entstanden, bevor der Begriff überhaupt publik wurde oder in Mode kam. Moto Guzzi hatte speziell in nordeuropäischen Ländern eine sehr traditionell eingestellte Kundschaft und die wollten eigentlich gerne Motorräder haben mit dem klassischen puren Look der 70er Jahre. Diese 1000S nimmt tatsächlich die Optik der 750 S3 auf von 1975. Das war auch für Moto Guzzi nicht ganz so schwer. Der Motor hat sich prinzipiell in den Jahren gar nicht geändert. Der Tank ist noch der gleiche wie 1975 und der von Lino Tonti 1970 konstruierte Rahmen ebenfalls. Die Rad- und Reifengrößen sind ähnlich. Also was ist eigentlich anders an dieser 1000S, Thorsten? Ja, das ist natürlich sehr viel gleich, da hast du insofern recht, aber natürlich unterscheidet sie sich in erster Linie mal vom Motor her. Das sind also wie gesagt echte 1000 Kubikzentimeter. Das Motorrad basiert auf der Le Mans 5, die vom Design her halt eben versuchte, so ein bisschen in die Neuzeit zu kommen, aber viele wünschten sich halt eben wirklich ein Retro-Design. Und auf Wunsch des deutschen Importeurs hat halt eben Moto Guzzi dann entschieden, eine entsprechende Stückzahl dieser Motorräder in diesem klassischen Design aufzulegen. Unterscheiden tut sie sich halt eben von der Tankform, die halt eben den alten Le Mans Tank aufnimmt. Allerdings ist halt eben hier die Innenform etwas anders, weil es hier einen hohen Lenkkopf gibt. Bei den anderen Motorrädern, bei den alten war halt eben der Lenkkopf noch etwas niedriger. Man kann also die Tanks nicht unbedingt tauschen, die wurden speziell hierfür angefertigt. Und sie unterscheidet sich halt eben auch von der Le Mans 5 nur insofern, dass halt eben hier alles offen liegt, nicht verkleidet ist. Aber der Motor mit den großen Vergasern und 40er Vergasern, die großen Ventile sind also identisch, genauso die Leistung mit 81 PS. Und der Drehmomentverlauf und insgesamt die Auslegung des Motors ist halt eben schon sehr sportlich. Also mit diesem Motor bis um 8000 Umdrehungen zu drehen, ist überhaupt gar kein Problem. Während halt eben klassischerweise bei 6000 Umdrehungen bei ähnlichen Guzzis, aber mit kleineren Motoren, kleineren Vergasern, schon bei 6000 Umdrehungen, dann halt eben auch der Spaß eigentlich aufhört. Ja, Moto Guzzi wurde ja als sehr traditionelle Marke wahrgenommen in den 80er und 90er Jahren. Dabei muss man sagen, dass Guzzi auch teilweise sehr, sehr innovative Züge trug. Die hatten als erster Hersteller ja seit 1949 einen Windkanal. Die verkleideten Motorräder wurden dort alle ausprobiert und verfeinert. Trifft natürlich für dieses Modell nicht zu. Dieses Motorrad hat nicht nur den typischen Guzzi-Antriebsstrang mit dem 90 Grad V-Motor mit längsliegender Kurbelwelle im Rahmen und dem Kardanantrieb zum Hinterrad. Dieses Motorrad hat auch eine Innovation. Ja, diese Moto Guzzi hat halt eben beim Bremssystem wirklich eine Besonderheit, und zwar das sogenannte Integralbremssystem, was hier wiederum bedeutet, dass über den Fußbremshebel natürlich hinten die Hinterradbremse betätigt wird, aber auch eine Scheibe vorne, was meines persönlichen Erachtens vom Feeling her das sehr entspannt macht, weil man halt eben auch wirklich nur mit der Fußbremse bremsen kann. Ich nehme die Vorderradbremse immer nur dann dazu, wenn ich wirklich ein bisschen härter ankern will. Und das gibt natürlich dann auch die Freiheit, mit dem Gas halt eben so zu spielen, auch mal beim Runterschalten ein bisschen Zwischengas zu geben. Und ich empfinde das als sehr, sehr angenehm, gerade halt eben auch im Spannbetrieb, wo viele Moto Guzzis ja auch für hergenommen wurden, machte das halt eben dann die ganze Geschichte natürlich auch nochmal deutlich sicherer, weil man halt eben gleichzeitig immer halt eben das Hinterrad mitbremste. Ja, Thorsten, du bist ja jetzt auch wieder mit diesem Motorrad aus dem Depot unterwegs gewesen, fährst ja ab und zu verschiedene Motorräder, hast ja auch ein ganz modernes Motorrad, aber bist schon viele Jahre eingefleischter Fan der Guzzi V2 Motorräder. Was ist für dich die Faszination dieser tatsächlich eigenwilligen Charakterstücke? Was führt dich immer wieder zu diesen Motorrädern?
Ja, dann wären wir eigentlich so bei dem Thema Emotionen beim Motorradfahren. Im Endeffekt kann man da auch sehr viele Parallelen ziehen zu Harley-Fahrern. Also man kann ja nicht unbedingt behaupten, dass eine Harley wirklich ein perfekt fahrendes Motorrad ist. Sie hat ja ihre Schwächen, aber viele Fans finden es halt eben prima, wie sie dieses Motorrad bewegen und was ihnen vom Fahrfeeling her das Motorrad gibt. Und so ähnlich ist es halt eben auch bei den Moto Guzzi's. Das heißt, wenn ich halt eben mit diesem Motorrad mal eine Tour gefahren bin von so 250 Kilometern, ich steige immer wieder ab und möchte eigentlich am liebsten wieder 5 Minuten später aufsteigen und weiterzufahren, weil es ist eigentlich unheimlich befriedigend. Man hat mit dem Motorrad einfach dieses Fahrerlebnis, was bei Motorrädern modernerer Bauart so nicht mehr rüberkommt. Wenn ich mit einem modernen Motorrad unterwegs bin und fahre durch eine Kurve, dann sage ich mir, ja gut, da war vielleicht mal eine Kurve. Das muss man hier mit der Guzzi halt eben ganz anders planen. Das heißt, ich muss halt eben wirklich vorher fertig sein, ich muss den richtigen Gang haben, ich muss es richtig angebremst haben und wenn ich durch die Kurve durch bin und das hat alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, dann ist halt eben jede Kurve wirklich wieder eine Befriedigung. Und das ist das, was halt eben an dem Motorrad so wahnsinnig Spaß macht. Ja, danke für den Beitrag. Ich habe die Guzzis auch immer als gewöhnungsbedürftig empfunden und entschuldige bitte auch ein wenig störrisch, wenn es im engen Kurvengeläuf war. Aber es ist auf jeden Fall ein echter Klassiker und wir sind stolz, dieses Motorrad im PS Depot Motorrad zeigen zu können. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit Ihnen und einem sicherlich interessanten und faszinierenden Motorrad. Dankeschön. Tschüss. Unterstützen Sie den PS-Speicher und werden Sie Mitglied bei den Förderfreunden PS-Speicher.